Wuff. Und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ich war am Samstag auf der Maibotanica in Hamm und was soll ich dir sagen? Es war ein Dschungel. Das heißt, dieses Mal nehme ich euch mit auf eine bunte Entdeckungstour durch die Vielfalt der Messe, ohne zu tief in einzelne Pflanzen einzutauchen, sondern mit einem klaren Fokus auf Vielfalt, Farben und verrückte Highlights. Das heißt, die einzelnen Clips habe ich in Kategorien eingeteilt und glaub mir, da ist wirklich was für jeden dabei, von Mikrotöpfen bis zu Monsterblättern und einer pink panaschierten Anturie. Das heißt, lehnt euch zurück, schnallt eine Gießkanne an und los geht's. Wir starten mit den Highlights, also mit Pflanzen oder Begegnungen, die mich wirklich zum Staunen gebracht haben. Das heißt, von riesigen Anturien bis hin zu außergewöhnlichen Kreuzungen. Da war wirklich alles dabei. Jetzt wird's tropisch und auch ein kleines bisschen gefährlich. Zwar starten wir auch direkt mit dem ersten Clip. Und zwar mein absolutes Highlight von dieser Messe, eine pink panaschierte Anthurium Hot Barbie. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, wo der Cutting um die 4.000 € kostet. Ich habe den Herrn mal gefragt und zwar ist es eine Fehlbildung, das heißt beim Kreuzen von verschiedenen Anthurien ist das bei rausgekommen und sowas Pinkes habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Das war wirklich extrem beeindruckend. Dann war ich noch bei Kampung Field. Das heißt, die hatten eine Monstera-Mutation. Das heißt, das linke, was ihr da jetzt gerade seht, das seht ihr auch noch mal in der Nahaufnahme. Und zwar hat die Pflanze 3.500 € gekostet. Und das fand ich eigentlich dafür, dass es so eine seltene Mutation war. Das heißt wirklich fast das allererste und einzigste, was es auf dieser Welt gibt, echt schon bezahlbar dafür, dass es eigentlich normalerweise um die 10.000, 20.000 € in irgendwelchen Auktionen halt weggeht. Und natürlich, ich war auch bei Variegata.de und habe durch Zufall Glenn getroffen. Das heißt, war mein allererstes Mal, wo ich Glenn getroffen habe. Es war wirklich sehr schön. Ich denke, dass wir beide jetzt im Nachhinein etwas überfordert mit der Gesamtsituation waren. Und zwar standen die beide an diesem riesigen Ikea-Tower, wo man sich Ersatzteile oder Teile für euer Ikea-Regal kaufen kann, um es noch schöner zu machen. Ich war auch noch bei Villa Greenwood und habe ein Full Moon Tile Constellation Blatt gefunden. So beeindruckend. Ich glaube, das Blatt hatte genauso viel Grün wie meins früher. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das einfach in einem kurzen Short abzuschneiden. Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Ich habe auch gesehen, dass sehr viele von euch da auch ein Foto von gemacht haben. Wenn man das wirklich in nahe gesehen hat, gerade in der Größe, ist das sehr beeindruckend. Und ich war noch bei C4 Terraria. Es ist persönlich mein Highlight, weil ich habe diesen Shop eine Stunde lang auf der Maibotanica gesucht. Ich war zuerst so und dachte so, wow, okay, guck mal, da kannst du dir auch später mal ein paar Pflanzen kaufen. Und ich habe den danach nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht wieso. Ich habe diesen kleinen Bereich immer ignoriert und habe wirklich ohne Witz eine Stunde nach diesem Shop gesucht. Und dann habe ich mir irgendwie 2 oder 3 Pflanzen gekauft. Egal. Aber das waren meine absoluten Highlights. Was hat euch denn theoretisch so fasziniert auf dieser Messe, dass es euch noch im Nachhinein so fasziniert hat? Schreibt es mir doch immer in die Kommentare. Mein wirklich Highlight war diese pinke Anturie. Wenn wir vielleicht jetzt noch ein paar Jährchen warten und irgendjemand Nettes sich da für 4.000 € erbarmt, diese Pflanze zu kaufen, dann können wir uns vielleicht auch in Zukunft freuen, dass wir irgendwann pinke Anturien haben. Also, wer hat denn so viel Geld? Von den Highlights kommen wir jetzt zu den richtig dicken Kalibern. Das heißt Shops mit einem Sortiment, das gefühlt hätte ein eigenes Tropenhaus füllen können. Das heißt, ob Anthurien, Heuers, Orchideen, fleischfressende Pflanzen, hier war wirklich von allem etwas dabei. Und zwar starten wir jetzt auch gleich mit dem ersten Clip. Und zwar war ich bei der Pflanzenladen. Hier war wirklich die pure Auswahl. Ich glaube, so viel Auswahl habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das war wirklich sozusagen mein Highlight unter der Kategorie Pflanzensortiment. Hier auch wieder Monstera, Heuer, was man jetzt hier gerade auf den ersten Blick sieht. Genau, da wird auch rechts schon gefachsimpelt und mit dem Handy nachgeschlagen. Das war wirklich extrem beeindruckend.
ob Ficus, Anthurien, Alocasian, panaschiert, nicht panaschiert, genau da rechts sieht man gerade Ficus, eine Monstera, eine Anthurie, gerade oben, unten Philodendron, eine variegierte Alocasia, hinten nicht, oder eine panaschierte, hinten nicht panaschiert. Und wow, das war wirklich, wirklich extrem beeindruckend. Dann war ich natürlich halt auch noch bei Equagenera, das heißt hier auch wieder Anthurien in groß und klein, Orchideen, mit diesem wunderschön beeindruckenden Blatt direkt gleich im sichtbaren Bereich, hängende Pflanzen, hinten halt auch wieder, da war glaube ich für jeden etwas dabei, wer schon auf meinem Channel irgendwie ein bisschen aktiver, wir gucken ja auch irgendwie ständig immer mal bei Equagenera vorbei, sind auch beim Tag der offenen Tür dieses Jahr wieder dabei und es fällt wirklich schwer, so viel Auswahl oder so eine bunte Vielfalt wirklich in so einer kurzen Zeit einzufangen. Dann war ich natürlich noch bei Exotic Flowers und hier war wie immer die Wand mit kleinen Pflanzen aller Art dabei. Finde ich auch wirklich immer sehr beeindruckend, wie sie diese Wand bestücken. Gerade jeder, der irgendwie auf kleinen Pflanzen oder der kleine Pflanzen mag. Dann war ich noch bei Celavesa Arid mit Anthurien oder mit Anthurienkreuzungen. Auch wieder sehr beeindruckend. Ich liebe diese durchsichtig bedruckten Schilder. Das machen wir wirklich sehr, sehr gut, auch mit diesem schwarzen Farbton und mit diesen Anthurien. Das fand ich wirklich auch sehr beeindruckend. Hier noch mal eine kleine Nahaufnahme von den ganzen Blättern, die ihr vielleicht gesehen oder auch verpasst habt. Genau, dann war ich natürlich noch bei Curious Plants mit Kreuzungen. Wirklich, ich glaube, ich habe so viele Kreuzungen auf einen Blick habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und auch wirklich richtig schön, dass der Shop dazu noch das Blatt fotografierte. Das heißt, was wurde mit was gekreuzt. Wirklich sehr beeindruckend, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, was kann einen denn erwarten, wenn das mal groß wird. Und das ist sozusagen so deine individuelle Pflanze, die du da kaufen kannst für 30, 35, 50 Euro, je nachdem, wie selten jetzt die Pflanze war. Das war wirklich, weißt du, so viel Auswahl, so eine bunte Vielfalt in 6, 7, 8 Stunden, die ihr da vor Ort sein konntet. Das war wirklich sehr beeindruckend. Normalerweise ist das ja noch ein bisschen was anderes, ne, wenn man das vor Ort und live sieht und die Pflanze drehen kann. Man sieht die Wurzeln und es sind noch andere pflanzenbegeisterte wild drumherum, die vielleicht genau auf deine Pflanze scharf sind. Das heißt, wenn du was siehst, mach nicht den gleichen Fehler wie ich und sag, ich komme später nochmal. Du findest den Shop nie wieder. Genau, das heißt, wenn ihr das so ein bisschen verfolgt habt, das heißt, ich habe die Videos so um 14 Uhr gemacht, die Messe ging so bis 16 Uhr, 16:30 Uhr. Das heißt, es war dort zum Glück schon wieder etwas leerer, aber diese Auswahl oder dieses große Sortiment, das musste ich euch unbedingt zeigen. Sowas sieht man, glaube ich, so nie wieder auf so einem kleinen Platz, wirklich so viel Auswahl zu haben. Es war wirklich, mir fehlen die Worte. Jetzt wird's klein, bissig, aber wunderschön. Terrarien und Karnivoren. Das heißt, manche dieser Pflanzen sehen aus wie von einem anderen Planeten und ein paar davon schnappen schneller zu, als ich beim Pflanzenzähl. Also starten wir auch direkt rein. Ich war bei Araflora, das heißt auch wieder eine sehr beeindruckende Auswahl und gerade für mich, jetzt wo ich ein Paludarium habe und mir ein paar Pflanzen eingegangen sind oder ich ein paar Schnecken drin habe und mir die Schnecken alles zerfressen haben, ich habe Platz, das habe ich genutzt und habe auch hier mir 2, 3 Pflanzen geschnappt. Wirklich so viel, auch wieder so eine große Auswahl an kletternde Pflanzen und Fleischfressen, Calathea, Fahne. Es fehlt mir, mir fehlen auch wieder so ein bisschen die Worte. Hier, genau, da sieht man eine Calathea. Oben drüber, genau, das wollte ich mir halt eigentlich kaufen, aber dachte ich so, nee, so viel Platz hast du jetzt doch nicht. Sonst wird's zu voll oder das wuchert dir dann aus diesem Paludarium raus. Ich war da auch noch bei Green Jaws, das heißt alles, was irgendwie Insekten vernichtet. Hier war sozusagen euer Platz. Hier war auf jeden Fall irgendwas dabei, wenn du fleischfressende Pflanzen magst.
Genau, da wird auch schon gefachsimpelt und ob es die richtige Gattung ist. Genau, das muss natürlich halt auch sein. Genau, ich habe mir, glaube ich, halt auch eine Pflanze gekauft, die fand ich wirklich auch sehr beeindruckend. Das zeige ich euch aber ganz zum Schluss, wenn ihr da Interesse dran habt, was ich mir denn auch wirklich gekauft habe. Dann war ich auch noch bei Wistuba, das heißt hier der klare Fokus auf Kannpflanzen und alles, was so ein bisschen exotischer in die Richtung geht. Auch wieder extrem faszinierend, was es halt wirklich gibt an Sortimenten und Pflanzen, die du wirklich so noch nie gesehen hast. Manche Sachen fallen mir jetzt auch wirklich auch erst im Nachhinein in den Videos auf, dass es wirklich so faszinierende Pflanzen gibt und alles, was so ein bisschen Insekten vernichtet. Und ich war natürlich auch noch bei Harmony Plants. Es war so voll. Oh mein Gott, war das voll. Was habt ihr mit diesem Laden gemacht? Weißt du, es gab zwei Öffnungen, also 2 Eingänge. Der ganze Laden war halt so ein bisschen, genau, jetzt schwenken wir halt noch so ein bisschen rum, damit ihr noch so eine Ahnung kriegt, was man halt noch so auf dieser Messe sehen konnte und wie voll es da war. Wie gesagt, es war 14, 15 Uhr, es war wirklich sehr viel leerer, aber Harmony Plants, oh mein Gott. Ich habe ein paar Aufnahmen von drinnen gemacht, aber sie sind leider nichts geworden, weil im Endeffekt stehe ich dann so mit meiner Kamera hier, direkt neben mir war dann so die andere Person. Ich hätte dann entweder so die Haare filmen müssen. Es war einfach nicht mehr möglich. Also egal zu welcher Uhrzeit, es war einfach knackevoll. Also persönlich hat es mir letztes Jahr ein bisschen besser gefallen, wo der Laden doch doppelt so groß war. Es war so ein bisschen freiräumiger und man hatte da ein bisschen mehr Platz, um die Pflanzen zu sehen, ohne jetzt denen gegenüber oder irgendwie in der Reihe zu stehen. Und man sagt, okay, neben mir stehen ja schon 7 andere Leute und die wollen eigentlich genau da durch. Ich möchte aber diese Pflanze gerade angucken. Dass man so ein bisschen Druck bekommt. Also das war wirklich, ich habe, glaube ich, Harmony Plants noch nie so voll gesehen wie auf dieser Messe. Klar, es ist verständlich, dass man halt den Shop ein bisschen kleiner macht, damit andere Shops halt auch noch sehen können. Aber genau, Terrarienpflanzen war genauso meins. Vielleicht ist es mir das halt auch nur so ein bisschen vorgekommen. Jetzt, wo ich ein Paludarium habe, dass es doch sehr verstärkt oder sehr viel mehr Terrarienpflanzen gibt. Das kam mir bestimmt nur so vor. Aber unglaublich, was es wirklich gibt und wie nett und hilfsbereit auch wirklich ihr oder die Pflanzen-Community als Ganzes wirklich ist. Das finde ich auch wirklich sehr beeindruckend, egal in welchem Alter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da hätte random den Zuschauer oder die Pflanzenbegeisterten oder den Pflanzenbegeisterten links und rechts ansprechen können und wegen, ey, guck mal, ey, was ist denn dein Highlight? Oder ich habe das mal bei einer Person gemacht beim Film, weil ich bin da noch so ein bisschen unsicher. Und er hat mich da so angeguckt, ich dachte so, habe ich was falsch gemacht? Wir haben da so ein bisschen gefachsimpelt, oder ich habe da mit euch ein bisschen, falls ihr mich angesprochen habt, haben wir da so ein bisschen drüber geredet. Es ist wirklich wie immer einzigartig, was ihr da draußen aus dieser Messe macht. Ein großes Lob, macht bitte weiter so ruhig und gesittet in solchen großen Menschenmassen. Es ist wirklich, falls ihr die Chance habt oder falls ihr da wart, geht da gerne nochmal hin und wow. Wer sagt denn, dass es immer riesig sein muss? Diese kleinen Anzuchttöpfe haben wirklich mein Herz höher schlagen lassen. Perfekt für Stecklinge oder kleine Mini-Terrarien. Das ist süß, praktisch und wirklich so vielseitig. Das heißt, starten wir auch direkt rein. Der Laden Bloombastic hatte wirklich eine sehr große Auswahl von kleinen Pflanzen aller Art, Kreuzungen in einem kleinen Nährsubstrat mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn du wirklich sehr klein anfangen willst und du weißt nicht, ob die Pflanze was für dich ist, dann war dieser Laden genau das Richtige für dich. Wirklich perfekt, kleine Pflanzen, wunderhübsch. Und ich war dann halt auch noch bei Phyllocasia Greens. Auch wieder hier, natürlich hier sieht man halt erstmal ein paar kleine oder ein paar größere Pflanzen, aber dann, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das heißt, diese kleinen Töpfe auch wieder mit Anthurium-Kreuzungen,
mit einem kleinen oder mit Sphagnum-Moos drin. Das fand ich wirklich extrem süß, noch mit dieser Wolle dahinter. Das fand ich so fluffig und so flauschig. Da dachte ich, okay, das muss ich euch unbedingt zeigen. Das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen oder mir ist es halt nicht aufgefallen, weil ich will ja speziell wirklich die Vielfalt dieser Messe zeigen. Das war wirklich, falls du da irgendeine Kreuzung für dich entdecken konntest, sowas habe ich noch nicht oder oh, guck mal, das könnte vielleicht was ganz Cooles werden und ich habe da die einzige von. Ne, dann warst du da vielleicht oder bist du da fündig geworden. Kleine Pflanzen, klein und groß, vielleicht hast du vielleicht halt auch eine Pflanze gekauft, auch eine kleine Pflanze von dieser Art oder vielleicht habe ich auch einen Shop übersehen. Lasst es mich doch gerne immer in den Kommentaren wissen. Würde mich halt freuen, was genau oder wonach du suchst, wenn du gezielt kleine Pflanzen kaufst. Sind es vielleicht Anthurien, eine bestimmte Kreuzung, auf die du wirklich gezielt auf der Suche bist? Warum bist du da gezielt auf der Suche? Das finde ich irgendwie immer sehr spannend. Aber das waren die kleinen Töpfchen. Und was wäre eine Messe ohne die kreativen Köpfe dahinter? Das heißt, Ohrringe in Monstera-Form, über Pflanzenschlüsselanhänger bis hin zu Teppich mit Blätterprint. Hier ging es nicht nur um die Pflanze, sondern um richtig schöne, grüne Alltagsfreude für dich. Und wir starten jetzt auch direkt rein. Das heißt, der Shop Edel und Grün hatte wirklich wunderhübsche Ohrringe, so filigran, Anhänger, so wunderschön und auch so filigran, wo ich mich frage, okay, wie schafft man so ein filigranes Blatt, wie man das da gerade unten links sieht? Das ist mir wirklich unbegreiflich, wie man sowas hinkriegt. Es sieht wirklich richtig schön aus. Jetzt schwenken wir hier noch mal kurz über die Messe, damit ihr so einen kleinen Eindruck habt, wie voll es da war. Wie gesagt, 14 Uhr, es war schon 1 bis 2/3 leerer als morgens. Dann waren wir noch bei dem Shop, oder ich war noch bei dem Shop Uwaga Zilone. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das heißt, hier auch Kissen und Teppiche. Genau, der Teppich da unten, der sieht wunderhübsch aus. Genau das, was die Dame da jetzt gerade auch anfasst. T-Shirts, Kissen in allen möglichen Formen. Wirklich so süß und wunderhübsch. Dann war ich noch bei Kansas Green World. Auch wieder hier Kissen, Schlüsselanhänger, Pflanzen. Wow! Und noch kleine Behälter, da unten Plants draufsteht. Natürlich halt nicht nur Zubehör, sondern halt auch noch ein paar Pflanzen daneben. Es war so eine große Auswahl, so schön, so filigran, dass es halt nicht nur um Pflanzen geht. Dann war ich auch noch bei Leaf Pillows, das heißt auch wieder hier wunderhübsche kleine Anhänger, kleine Kissen in allen möglichen Formen. Dieses wunderhübsche panaschierte Kissen, was man da sieht. Ich muss mir irgendwann, ich habe eine Couch. Das heißt auch wieder hier Tiny Greenhouses. Das war das Einzigartigste, was ich gefunden habe. Das fand ich wirklich sehr schön, dass wenn man irgendwie ein kleines offenes Terrarium hat oder man hat so eine Pflanze, wie man sie gerade da sieht, dann fand ich das wirklich sehr hübsch und auch in einem bezahlbaren Rahmen. Fand ich wirklich sehr beeindruckend. Deswegen dachte ich, okay, ich packe das mit zu der Kategorie Zubehör oder Accessoires. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Auch hier wieder der klare Fokus. Es gibt da nicht nur Pflanzen. Ja, bloß die meisten Leute zeigen halt nur Pflanzen, weil das ja das Hauptthema ist. Aber ich finde, solche kleineren Shops müssen halt auch einfach mal einen Ort finden, damit ihr da draußen sehen könnt, okay, das ist vielleicht auch nur eine Person, die da diese Kissen und Anhänger wirklich in Handarbeit anfertigt. Und das finde ich wirklich so schön. Das heißt, wenn ich dann wirklich nicht mehr weiß, was ich mir für Pflanzen kaufen soll, dann steige ich ein in die Kissen, weißt du? Wirklich sehr kreative Sachen. Man weiß irgendwie immer gar nicht, okay, wow, das gibt es auch, wenn man wirklich gezielt nach Nischen sucht. Und ich finde, dass so jeder Shop doch auch ein bisschen einzigartig ist. Wow, wirklich wunderhübsch, was ihr da draußen macht. Fand ich wirklich extrem begeisternd. Lasst uns an der Stelle vielleicht kurz durchatmen mit einem kleinen Schwenk über die Messe. So viele Pflanzen, so viele Menschen, so viel Liebe für Grün.
Und wir starten auch direkt rein. Das heißt, mit einem kleinen Schwenk über den Eingang. Das heißt, so sieht es aus, wenn ihr zum ersten Mal die Messe betretet. Links und rechts alles Pflanzen und ihr könnt dann jeweils noch nach links und nach rechts abbiegen. Rechts ist dann halt eher so der Bereich für kleine private Verkäufe. Links ist dann der Hauptbereich, den wir jetzt halt genau sehen, wie zum Beispiel die Botanikbude. Als kleines Beispiel. Also ich stand wirklich mitten in der Mitte und ich dachte, okay, hier findest du wirklich alles, auch noch Substrate, falls du dich in Substrate umschauen willst. Bei Muttis Pflanzenerde war ich auch, die standen direkt dahinter, die haben mir erstmal ein kleines Willkommenspaket gegeben. Er meinte der Pottblätter, ey, guck mal, du hast doch viel Semihydro, nimm mal mein Kleiner. Genau, einen kleinen Pflanzentalk mit dem Potplanter hatte ich dann halt auch noch. So viele ruhige Menschen, die wirklich nur eins wollen, Pflanzen kaufen. Und natürlich konnte ich nicht mit leeren Händen gehen. Das heißt, ich habe mir ein paar kleine Schätze für mein Paludarium gegönnt, was wir am Anfang des Jahres zusammen aufgebaut haben. Das heißt, nichts Riesiges, aber dafür sehr gezielt ausgesucht. Das heißt, hier sind meine 5 Neuzugänge und sie sind schon dabei, sich richtig bei mir einzuleben. Das heißt, meine erste Pflanze ist die Selaginella sp Peru. Das ist dieses kleine Schätzchen. Ich nehme mal diesen kleinen Sticker daraus. Das ist dieses kleine Schätzchen. Das heißt eher, ich würde mal sagen, eher so ein bisschen in die Farnrichtung. Ein bisschen was Wucherndes und ein bisschen was Kletterndes. Fand ich wirklich sehr hübsch. Denn ich habe da auf der rechten Seite bei meinem Paludarium aktuell gerade so einen kleinen leeren Bereich. Und ich finde, okay, wenn das da so ein bisschen an der Wand entlang wächst, ist das genau das Richtige für mich. Dann habe ich noch einen kleinen Farn ohne Namen, leider. Und zwar auch wieder ein bisschen was Rankelndes, ein bisschen was ein bisschen wuchert. Das fand ich wirklich sehr schön. Und für 10 € fand ich das wirklich sehr beeindruckend. Ich habe hier leider nicht mehr die Preise dran, aber ich glaube, das war alles so zwischen 10 bis 20 € pro Pflanze. Fand ich wirklich sehr hübsch, gerade weil das halt auch so ein bisschen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch hier, wenn man die Luftwurzeln sieht, genau, dass das halt auch theoretisch irgendwo entlang wachsen kann. Aber ich denke, dass ich das so ein bisschen in den Bereich reinwachsen lassen möchte. Deswegen habe ich mir das gekauft. Das fand ich auch wirklich sehr schön und auch wieder sehr filigran. Ne, hier nochmal in der Nahaufnahme. Das fand ich wirklich sehr schön. Gerade weil das halt auch, genau, das war der, ich glaube, das war genau von dem Shop, den ich eine Stunde gesucht habe. Dann habe ich mir eine Cephalotus follicularis gegönnt für 18 € bei Jungle Leaves. Genau. Hier nochmal in der kleinen Nahaufnahme. Das sind so ganz kleine Kannen, wie man da sieht. Und das fand ich wirklich so beeindruckend, wie auf so einer Größe so viele Pflanzen sind. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich sage, okay, das muss einfach bei mir einziehen. Also wenn man das halt wirklich in live sieht, das sieht so aus, als wären das wie so kleine gefüllte Wasserbälle sind. Ja, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und außerdem, ich habe da immer noch Trauermücken drin. Das heißt, mein kleines Cephalotus, du wirst dich wirklich sehr freuen. Dann habe ich mir noch eine Porthos sp Bornea gekauft. Ich nehme das mal wieder raus. Genau, das war wieder klein. Dieses kleine Ding. Wie gesagt, ich habe einen leeren Raum und ich mag alles, was ein bisschen entlang wächst oder entlang rankelt. Ja, so. Jetzt sieht man es nochmal in ganz. Genau, alles in Erde. Mein komplettes Paludarium ist ja auf Erde aufgebaut, deswegen finde ich das cool. Ich nehme den Stock halt hinten raus und klebe das, ich decke das so ein bisschen an die Wand und dann alles, was so ein bisschen rankelt, perfekt. Und das passt wirklich sehr gut in mein Paludarium. Ich werde auch heute oder morgen direkt das alles einpflanzen. Das kleine Update, das kommt ja halt auch noch. In der Mitte des Jahres, damit ich euch mal so ein bisschen mitnehme, wie sah es vorher aus, wie sah es jetzt aus. Und ich habe noch einen Louisiana-Moos gekauft. Das war das hier. Und zwar, das kommt wirklich komplett ohne Erde klar. Nur alleine mit purer Luftfeuchtigkeit. Diese leicht silberne, das nimmt dann die ganzen Nährstoffe auf. Das braucht auch ein bisschen Luftzirkulation. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ich wollte das schon immer mal haben.
Und zwar soll man das nur mit Regenwasser oder mit destilliertem Wasser gießen. Habe ich. Ne, deswegen dachte ich, okay, ich habe da ja dieses riesige Holz und oben habe ich eine Ecke, wo ich einfach nichts hinstellen kann, weil das einfach zu klein ist. Und ich dachte, okay, ich hänge das da halt einfach ran und dann wächst das da an diesem Stamm runter. Genau, also das waren meine 5 kleinen Pflänzchen, die ich mir wirklich sehr gezielt ausgesucht habe. Mein Paludarium hat noch Platz, weißt du. Deswegen musste ich mir diese wunderhübschen Pflanzen einfach kaufen. Was hast du dir denn gekauft? Schreib's mir doch einfach auch unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich auch noch rechtzeitig dazu komme, dir auf alle möglichen Fragen zu antworten. Schreib's mir doch einfach unten hin. Was hast du dir gekauft? Hast du dir vielleicht auch gezielt? Warst du gezielt? Oh, ich habe eine Wunschliste. Und diese Wunschliste hast du dann von oben nach unten abgearbeitet oder hast du gesagt, oh mein Gott, da sind so viele schicke andere Pflanzen, ich schmeiß die Wunschliste weg und ich kaufe mir was komplett anderes. Ne, und auch vielleicht, warum du dir das gekauft hast, oder warst du einfach nur da, weil Freundin dich halt mitgeschliffen hat und sagt, ey komm, ich brauche jemanden, der mir Fragen zur Seite steht. Das kenne ich auch. Ich habe aber gar keine Pflanzen. Ist mir egal, du kommst mit. Nur einfach alles unten in die Kommentare. Ich freue mich. Zum Schluss möchte ich mich natürlich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die mich auf der Messe angesprochen haben. Eure lieben Worte, eure Begeisterung und einfach dieses grüne Miteinander, das bedeutet mir wirklich unglaublich viel. Ich habe mir auch schon mitgenommen für die nächste Botanica, weniger überfordert zu sein mit den ganzen Menschen, mit den ganzen Eindrücken in so einer kurzen Zeit, nachdem man erst mal 4 Stunden am Stück dahin gefahren ist, dass ich mir wirklich mehr Zeit für euch nehme, dass wir vielleicht ein kleines Foto miteinander machen können oder was auch immer ihr mit mir vorhabt. Ich bin da wirklich ganz offen. Das nehme ich mir sozusagen als kleines To-Do mit. Wir haben ja noch mehr Pflanzenmessen vor uns, weißt du. Deswegen denke ich so, okay, wenn ihr mich halt ansprecht, mir geht es nicht anders, wenn ich Glenn oder den Potplanter treffe. Ich bin da wirklich mindestens genauso aufgeregt wie ihr. Und in so einer kurzen Zeit halt trotzdem mir wirklich die Zeit für euch zu nehmen, das nehme ich mir wirklich mit. Wir sind ja noch eher vergleichsweise klein, deswegen können wir da auch mehr privat miteinander quatschen oder was auch immer ihr machen wollt. Das habe ich mir wirklich mitgenommen. Daran würde ich persönlich gerne arbeiten wollen. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, wenn ihr mich getroffen habt, wenn nicht, oder ich war da wirklich fast den ganzen Tag, quatscht mich an oder nicht, auch wenn ich wirklich sehr konfus durch die Gegend stolpere. Wirklich stupst mich an oder wufft mich an. Das ist irgendwie immer so das beste Mittel, um, trotzdem ich nicht gerade in eure Richtung gucke, meine Aufmerksamkeit direkt zu euch zu lenken. Ne, denn dieses Wuff ist ja schon ein bisschen unser Markenkennzeichen geworden. Und versuche mir wirklich die Zeit für euch zu nehmen, für die kommenden Messen. Genau. Vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der auch Kommentare schreibt und so gut die ganzen Videos guckt. Vielen herzlichen Dank. Ich kann das nicht genug betonen, dass ihr da draußen ja eigentlich das alles hier möglich macht. Sehr, sehr, sehr großes Danke. Aber ich hoffe, euch hat dieser kleine Messeausflug oder dieser kleine Rundflug gefallen, in dieser etwas anderen Art. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, schreibt mir alle eure Kommentare, falls ihr welche habt. Auch wenn nicht, auch wenn ihr nur stiller Zuhörer seid, es ist völlig okay. Wenn ihr Lust auf mehr habt, der nächste Pflanzenstreik ist schon in Planung, und zwar Harmony Plants hat am 7. Juni 2025 zwischen 9 bis 8 Uhr an der Kapellerstraße 3 in 34218 Gutensberg die Eröffnung, zumindest so habe ich das verstanden, zu ihrem eigenen Greenhouse. Da werden wir da sein. Da mache ich ein Video. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr spannend, auch mal ein anderes Greenhouse zu sehen als bei Aquagenera, wo wir ja schon ein paar Mal waren. Ich erinnere euch natürlich, wie immer, genau, und es gibt natürlich halt auch noch der Tag der offenen Tür bei Aquagenera Europa vom 12. bis 15. Juni. Das heißt genau eine Woche später. Es wird verdammt anstrengend, aber egal.
auch von 10 bis 16 Uhr, also nicht nur Donnerstag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr an Flößweg 11 33 758 Stutenbrock. Ich werde euch an diese ganzen Sachen erinnern. Das heißt, entweder auf Social Media mache ich, glaube ich, einen Tag vorher einen kleinen Short. Ich nerv euch in YouTube in den Posts damit, die sowieso nur die ganzen Mobile-Nutzer sehen. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, lasst doch ein Follow da. Das heißt, bei mir werdet ihr sozusagen an alle möglichen Events, die ich mitkriege, in irgendeiner Art und Weise dran erinnert. Bis dahin, bleibt grün, bleibt fröhlich. Euer Benny. Wuffe.